Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal ADD Smart Home. Ja, nach langer Zeit gibt es mal wieder einen Produkttest und zwar handelt es sich um eine Reolink Kamera, um genau zu sein, um die Reolink Argus 4 Pro mit Farbnachsicht. Bin schon ganz gespannt, wie das Ding ist. Die Kamera wurde mir von der Firma Reolink zur Verfügung gestellt. Sie haben aber keinerlei Bedingungen gestellt, außer dass das Video am 10. Juni veröffentlicht wird. Aber da das Paket erst am 11. bei mir angekommen ist, konnte ich es natürlich nicht am 10. veröffentlichen und auch noch nicht wirklich testen. Also das Ding ist noch original verpackt. Das heißt, ich packe das Teil mit euch aus, nehme es in Betrieb und mache zuerst mal so einen kleinen Kurztest. Und dann sehen wir, wie sich die Kamera in meinem Kurztest schlägt. Okay, also falls euch das Thema interessiert, bleibt dran. Nach einem kurzen Intro geht's los und dann zeige ich euch, wie die Kamera aussieht, die Spezifikationen, wie sie sich in Betrieb nehmen lässt und so weiter und so fort. In diesem Sinne viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Okay, dann würde ich sagen, legen wir sofort los und wir packen das Ding zusammen aus. Wie gesagt, das ist noch original verpackt. Das heißt, das Ganze öffnen und mal gucken, was sich in der Box befindet. Beziehungsweise, was sich in der Box befindet, weiß ich schon, denn steht ja hier drauf. Einmal die Kamera und einmal das Solarpanel sollte da drin sein. So. Gucken wir mal. Also hier sind wahrscheinlich ein paar Papiere oder sowas drin. Genau. CE-Konformitätserklärung, Bedienungsanleitung, Montagehilfe und so weiter. Das erspare ich euch jetzt. Das brauchen wir nicht. Dann haben wir hier das Solarpanel. Das ist relativ groß, also größer wie das letzte, das ich hatte. Das war, glaube ich, nur ungefähr so groß. Aber das hier ist, wenn mich nicht alles täuscht, ein 6 Watt Solarpanel. Das andere oder das alte war ein 5 Watt Solarpanel. So, Solarpanel, was haben wir hier noch? Die Halterung für das Solarpanel, das ist aus massivem Alu hier alles. Was ist hier drin? Hier ist ein bisschen Befestigungsmaterial drin. Also wir haben hier so ein Stripe, ein paar Dübel und das hier ist... Weiß ich noch nicht genau. Genauso wie das hier. Muss ich noch mal kurz nachgucken, was das sein soll. Aber wahrscheinlich irgendwas für die Befestigung. So, was haben wir noch? Hier müsste jetzt die Kamera gleich drin sein. So, wird ein bisschen eng auf dem Tisch. So, hier ist das gute Stück. Sieht aus wie so ein kleines Alien, würde ich sagen. Von vorne hier so 2 Augen. Hier der Hals. Sieht interessant aus, auf jeden Fall interessantes Design. Was ist noch hier drin? Hier ist jetzt noch eine Kiste drin. Okay, hier ist die Halterung für die Kamera an sich. Dann ein Ladekabel vermutlich für die Kamera. Auch hier wieder ein Stripe. Und dann ein bisschen Befestigungsmaterial. Was haben wir hier noch? Auch wieder Befestigungsmaterial. Und ansonsten war es das. Ich mache jetzt hier zuerst mal ein bisschen Ordnung und dann geht's weiter. So, okay, also das hier ist das ganze Zeug. Also einmal die Kamera, eine Halterung, ein bisschen Befestigungsmaterial und so weiter und so fort. Die Qualität. Ich habe das Vorgängermodell, wie gesagt, das 5 Watt Modul, das ein bisschen kleiner ist. Das hängt jetzt bei mir seit, ich glaube, 2-3 Jahren, als ich die letzte Reolink Argus 3 getestet habe. Seitdem hängt sie bei mir draußen und funktioniert immer noch perfekt, tadellos, keine Probleme. Genauso wie die Reolink 3 oder die Argus 3, auch mit der keine Probleme. Funktioniert bis jetzt im Dauerbetrieb ohne Probleme. So, gucken wir uns die Kamera an. Also das Design ist relativ interessant. Das Besondere an der Kamera ist, dass sie 2 Objektive hat. Das heißt, dadurch schafft sie es, dass sie diesen 180 Grad Winkel aufzeichnet. Das heißt, sie kann im Grunde alles, was sich hier auf dieser
Linie hier befindet, aufzeichnen, da die Objektive leicht schräg ausgerichtet sind. Und ja, die Software macht es dann so, dass sie die zwei Bilder übereinander lappt und es so gut wie keine Schnittkante oder so gut wie keine Schnittkante sichtbar ist. Gucken wir uns die Kamera ein bisschen im Detail an. So, das hier weg. Also wir haben hier, wie gesagt, die zwei Objektive. Dann haben wir hier an den Seiten und in der Mitte LED-Fluter. Dann haben wir hier oben einen Tageslichtsensor, also der erkennt die Helligkeit. Hier ein kleines Mikrofon, das wird man wahrscheinlich nicht sehen. Und hier ist ein PIR-Sensor, der 170 Grad abdeckt. Das Besondere an der Kamera ist, wie gesagt, die Farbnachtsicht. Hier ist ein Achtel Zoll Sensor drin, also der nimmt relativ viel Licht auf und sollte eine gute Farbnachtsicht liefern. Was die Kamera nicht hat, ist Infrarot LED-Strahler, denn wie gesagt, dadurch, dass sie auf diesen speziellen Farbnachtsicht-Modus oder Farbnachtsicht-Modus ausgelegt ist, braucht man halt keine Infrarot-LEDs. Okay, dann haben wir hier unter dieser Abdeckung einmal den Speicherkartenslot, der fasst SD-Karten bis 128 GB. Dann hier wahrscheinlich so ein Koppel- oder Reset-Button und das war es dann hier unten drunter. Oder ein Einschaltknopf könnte das sein, weil hier steht Power. So, ansonsten Zwei-Wege-Audio. Wir haben hier einen Lautsprecher, hier das Mikrofon. Das heißt, man kann sich mit dem Einbrecher unterhalten, falls einer vor der Tür steht und einem antwortet. Und hier hinten haben wir die USB-C-Schnittstelle. So, dann für alle, die die Spezifikation noch interessieren, die lese ich mal kurz ab. Also es handelt sich hierbei um eine 8 Megapixel Kamera. Die Auflösung beträgt 5120 x 1440, also ist relativ breit, aber nicht wirklich hoch. Es handelt sich zwar um eine 8 Megapixel Kamera und es wird mit 4K geworben, aber diese zwei Kameras an sich, die sind nur 2K und dadurch, dass die Bilder übereinander gelegt werden oder zusammengelegt werden, wirbt Reolink hier jetzt mit 4K, weil 2K hier gibt zusammen 4K. Ist zwar nicht ganz hundertprozentig richtig, aber ansonsten passt das soweit. Okay, also Videokomprimierung H264 und H265, das ist so die Standard Komprimierung, die es derzeitig gibt. Zwei-Wege-Audio, wir haben das Solarpanel und als weitere Besonderheit, die Kamera kann ins 5 GHz Netzwerk eingebunden und ins 2,4 GHz Netzwerk. Außerdem unterstützt sie den neuen Wi-Fi-Standard V6 oder Wi-Fi 6. Für alle, die mit dem Gedanken spielen, das Ganze in ihr Smart Home mit einzunehmen, also normalerweise kann man akkubetriebene Kameras nicht so einfach ins Smart Home mit aufnehmen, da sie keinen RSTP-Stream liefern. Deswegen wird das ein bisschen schwierig. Was es gibt noch von Reolink einen Hub, da kann man das Ganze darüber einbinden, aber ansonsten ist die Einbindung nicht möglich. Was auch noch ganz interessant ist, der PIR-Sensor hier soll Objekte bis in eine Entfernung von 10 Meter erkennen. Da bin ich schon sehr gespannt, ob das so funktioniert in der Nacht. Das zeige ich euch dann auf jeden Fall noch. Und ansonsten kann man den PIR-Sensor auch noch in der Intensität ein bisschen einstellen. Das heißt, dass man ihm sagt, wo er nur auf Bewegungen reagieren soll und wo er dann entweder die Lichter einschalten soll oder nicht. Aber das schauen wir uns gleich zusammen an. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir das Ganze mal in Betrieb. Ich gehe mal davon aus, dass der Akku ein bisschen zumindest geladen ist, dass er nicht komplett leer hier ankommt. Das heißt, wir machen das Ganze hier auf dem Handy. Wirklich zeigen kann ich es euch jetzt nur hier über die Kamera über mir, denn ich muss den QR-Code scannen und dann funktioniert das Ganze nicht, den Bildschirm aufzunehmen. So, das heißt, wir müssen die Kamera zuerst mal einschalten über den Knopf hier. Ich vermute mal ein bisschen gedrückt halten. Welcome to Reolink. Please install Reolink app and scan the QR code on the camera. Willkommen bei Reolink. Bitte Reolink App installieren und den QR-Code auf der Kamera scannen.
Reolink. Veuillez installer l'application Reolink So, et machen wir. scanner le code QR sur la caméra. So, Benvenuto a Reolink. okay, wie stellen wir jetzt die ganzen Sprachen ab? Okay, also die Kamera ist auf jeden Fall, oder ich habe das Ganze über den Bluetooth gescannt, über die Bluetooth. Ich habe den QR-Code gescannt, so wollte ich das sagen. Also Gerät einschalten haben wir gemacht. Ich habe das Gerät abspielen, Stimmen gehört. Also auch das hier machen wir ja. Zulassen. Verbindung erfolgreich. Jetzt das WLAN-Passwort eingeben. Auf Nächste drücken. Und dann sollte sich das Ganze verbinden. Ich hoffe, man erkennt was über die Kamera hier oben. So, ein Passwort eingeben. Auf Next. Namen eingeben, falls man möchte. Und beenden. So, dann sollte die Kamera hier drin sein. So, mal gucken. So, die Verbindung wird hergestellt. Stream wird geladen. Oh, Rückkopplung, deswegen das Ganze ausmachen. Und da wäre es also. So, dann würde ich sagen, ich montiere jetzt die Kamera irgendwo in den Garten oder wo auch immer. Und dann gucken wir uns zusammen das Bild an, testen das Ganze ein bisschen und kommen dann zu meinem Fazit im Verlauf des Videos. Okay, also bis gleich. So, ich habe jetzt die Kamera montiert und die letzten 2,5, 3 Tage getestet. Also es sind jetzt 2,5, 3 Tage vergangen, seitdem ich den ersten Teil des Videos aufgenommen habe. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal kurz die Einstellungen in der Reolink App an. Also dazu öffnet ihr den Stream oder geht hier oben auf das Zahnrad im vorherigen Bildschirm und dann landet ihr hier auf dieser Einstellungsseite. Hier oben auf das Gerät klicken, dort gibt es ein paar Informationen zum Gerät, aber nichts für uns von Bedeutung. Dann Batterie, da wird uns der Batteriezustand getestet. Hier sieht man es, dass ich auch ein bisschen was getestet habe und wie lange ich getestet habe, also über 20 Minuten hier. Ging schon 105 Minuten, stand da glaube ich gerade. Dann bei WLAN könnt ihr euer WLAN auswählen oder ändern und bei Display gibt es einen wichtigen Punkt, den ich anfangs total vergessen hatte zu berücksichtigen, als ich die Aufnahmen gemacht habe. Und zwar gibt es hier bei Stream, könnt ihr noch könnt ihr auswählen zwischen klar und flüssig und bei klar solltet ihr die maximale Bitrate hochstellen auf 4096, um die bestmögliche Qualität des Bildes zu erreichen. Frames per Second ist schon auf 15 gestellt, das ist das Maximale und die Auflösung, ja, gibt auch nur eine Auflösung, also da kann man nicht wirklich viel machen. Aber wichtig ist, dass ihr die maximale Bitrate erhöht. So, ansonsten Anti-Flackern, hier 50 Hertz, passt für uns in Europa. Helligkeit könnt ihr halt das Bild ein bisschen aufhellen. Und ansonsten, was gibt es noch? Privatsphäre, Maske, also hier könnt ihr ja irgendwelche Sachen schwärzen, die ihr ausblenden wollt, die ihr ausblenden müsst. Wenn ihr zum Beispiel irgendwas filmt, was nicht gefilmt werden darf, lassen wir zuerst mal weg. Und ansonsten bei erweiterten Einstellungen, hier könnt ihr noch das Stitching verändern. Was das ist, zeige ich euch. Und zwar könnt ihr hier, jetzt habe ich aus Versehen die geschwärzten Sachen dahin gemacht. Ihr könnt hier das Bild ändern, das heißt die Zusammensetzung des Bildes, wo sich die zwei Bilder treffen, könnt ihr fein einstellen. War bei mir nicht notwendig, aber vielleicht ist es bei euch notwendig und dann könnte man das hier drüber machen. Mal gucken, ob man das jetzt sieht. Es dauert auch einen kurzen Augenblick. So, jetzt sieht man es. Ich habe das in der vertikalen verändert und ja, in der horizontalen auch ein bisschen auf die Seite geschoben. So, das will ich aber nicht, also wieder zurückstellen auf die Standardwerte. Aber hier könntet ihr es theoretisch anpassen, falls es nötig sein sollte. Okay, ansonsten Licht und Schatten. Hier könnt ihr die Helligkeit und ja, die Schatten verändern, aber normalerweise passt es auf Automatik oder es in Auto zu lassen. So, das war es bei Display. Audio könnt ihr ja die
Tonwiedergabe einstellen, beziehungsweise ob aufgenommen werden soll oder nicht. Bei Licht könnt ihr einstellen, ob die Fluter aktiviert werden sollen oder nicht. Ich hatte es hier auf Automodus, das heißt, dann wird die LED oder die Leuchtkraft automatisch angepasst, hat ganz gut funktioniert. Oder ihr könnt es halt komplett auslassen. Aber wenn es komplett aus ist und es wirklich sehr, sehr, sehr dunkel ist, also so wie bei mir im Garten, weil dort überhaupt kein Fremdlicht, kein Mond, kein gar nichts hinkommt, dann funktioniert das Ganze mit der Farbnachtsicht nicht mehr. Aber das zeige ich euch später. Also ihr braucht immer minimal eine kleine Kerze oder irgendwie sowas, damit man überhaupt irgendetwas sieht. So, das ist der Spotlight bzw. das Licht. Dann PIR-Bewegung, hier könnt ihr die Intensität des Sensors einstellen und ob er halt aktiv sein soll oder nicht. Ihr könntet ja auch die Kamera nicht zur Überwachung, sondern einfach nur um irgendetwas zu gucken verwenden. Dann könntet ihr den PIR-Sensor deaktivieren. Bewegungsalarm, hier stellt ihr halt ein, wo der Bewegungsalarm registriert werden soll, die Empfindlichkeit, Objektgröße und so weiter und so fort, die Nichterkennungszone. Das heißt, ihr könnt dann einstellen, wo bestimmte Sachen wo sie keinen Alarm auslösen sollten. Bewegungsmarkierung, das finde ich ganz interessant, das sieht man gleich auch nochmal. Das sind so, dort wird angezeigt, was auf dem Bild erkannt wird. Da wird dann ein Rahmen drum gesetzt. Sehr hilfreich, um vor allem auch Fehlalarme zu identifizieren. Bei Empfindlichkeit, könnt ihr halt die Empfindlichkeit einstellen. Hier sieht man es auch nochmal. Könnt ihr einstellen, wie empfindlich das Ganze sein soll. Ich habe das so gelassen und bei der Objektgröße könnt ihr halt hier minimal und maximal einstellen. Hatte ich auch nicht drum getestet, dafür war die Zeit nicht da. So, Filmaufnahme, hier ist auch wichtig, hier sollte man definitiv die Dauer der Aufzeichnung einstellen. Ich empfehle euch, setzt es auf 30 Sekunden, denn die Videoaufnahmen sind nicht so groß, dass ihr eure Speicherkarte sofort überfüllen wegen ein paar Fehlalarmen, aber lieber zu viel aufnehmen wie zu wenig, nicht dass dann irgendwelche Informationen verloren gehen. Hier hat man auf jeden Fall die Wahl zwischen 8, 15 und 30 Sekunden. Wenn der PIR-Sensor permanent eine Bewegung registriert, dann wird natürlich auch permanent weiter aufgezeichnet. So, dann älteste Daten überschreiben. Und Aufnahme nach Zeitplan hatte ich alles nichts gemacht oder nicht geändert, so gelassen. Dann Push-Benachrichtigung, da werdet ihr dann benachrichtigt, wenn eine Bewegung erkannt wurde. Hier könnt ihr auch den Zeitplan einstellen. Wichtig, bedenkt, wenn ihr diese Push-Benachrichtigungen erhalten wollt, müsst ihr natürlich der Reolink-App in eurem Telefon auch die Berechtigung geben, dass Push-Benachrichtigungen kommen. Das heißt, ihr müsstet die Energieeinstelloptionen ändern. Würde jetzt nichts bringen, euch zu zeigen, dass es bei jedem Handy ein bisschen anders ist. Aber darauf solltet ihr achten, dass die Push-Benachrichtigungen durchkommen. So, E-Mail-Alarm, da wird euch eine E-Mail-Benachrichtigung geschickt. Dann könnt ihr die Daten auch noch auf dem FTP-Surfer speichern, falls ihr es nicht nur auf der Speicherkarte haben wollt. Macht definitiv Sinn, wenn ihr einen FTP-Surfer habt, denn der Einbrecher oder wer auch immer könnte ja die Kamera mitnehmen oder die Speicherkarte entfernen und dann wären die Informationen weg, aber das ist muss man selber wissen. So, dann Sirene, ob die Sirene angehen soll oder nicht. Zur Sirene, die ist nicht wirklich sehr laut, hat mich ein bisschen überrascht. Soweit ich mich erinnere, war sie von der Dreier um einiges lauter, aber die hier war meiner Meinung nach relativ leise. Aber es reicht, damit die Nachbarn nicht genervt werden und um irgendjemanden zu vertreiben, reicht es auch. So, Kamera teilen habe ich nicht probiert, Zeitraffer habe ich probiert, blende ich euch gleich auch nochmal ein kleines Video dazu ein. Und bei den erweiterten Einstellungen, hier gibt es eigentlich nicht wirklich viel. Illegales Login sperren, das heißt, wenn man öfters versucht, darauf zuzugreifen mit den falschen Daten, dann wird das Ganze gesperrt. Diese ganzen Einstellungen hier, die könnt ihr auch noch auf dem PC machen. Das heißt, ihr könntet euch die Reolink App, hätte ich jetzt fast gesagt, also das Reolink Programm, runterladen auf eurem PC, das Ganze installieren und dann könnt ihr über den PC mit einer Software auf diese Daten zugreifen. Dort gibt es, glaube ich, sogar ein paar Sachen mehr, die man einstellen kann, wie hier in der App. Habt es jetzt nicht 1:1 verglichen, aber vielleicht blende ich euch hier auch noch mal kurz was ein, wo man sieht, wie das Ganze aussieht. Dort kann man, wie gesagt, auch noch mal alles einstellen, muss es nicht hier machen,
kann dann die Videodateien auch runterladen, auf dem PC direkt sich dort die Sachen betrachten und so weiter. Also guckt euch auch mal die Software dort an, macht definitiv Sinn. Zum Batteriezustand, also der war voll geladen, da möchte ich auch noch mal kurz was sagen, voll geladen. Und ihr seht, ich habe ja in den letzten 3 Tagen ein bisschen damit rumexperimentiert und hier die längste 151 Minuten war die an einem Tag an. Die war auf 100% und ist jetzt runter auf 58%. Da waren auch die Spotlights an und so weiter für die Testaufnahmen. Also das hat wirklich sehr am Akku gezogen. Normalerweise sollte alles unter 20 Minuten bleiben. Das heißt, die Batterie Lebensdauer oder die Batterie müsste einige Wochen aushalten, konnte ich natürlich jetzt nicht testen, aber auch von der Reolink Argus 3 weiß ich, dass die mehrere Wochen mit einer Akkuladung aushält, wenn sich die Alarme im normalen Maße befinden, also alles unter 20 Minuten passt normalerweise. Aber da in den meisten Fällen die Kamera mit einem Solarpanel unterstützt wird oder betrieben wird, macht es sowieso keinen großen Unterschied, da der Akku permanent von dem Solarpanel geladen wird. Reolink gibt an, dass mit einer 10-minütigen Ladung, also wenn die Sonne voll auf das Solarpanel draufknallt, dann werden dadurch mit 10 Minuten, ich glaube 24 Stunden Batterielaufzeit dazu gewonnen. Blende euch hier auch noch mal was ein, bin mir gerade nicht sicher, was die genaue Zeitangabe war, aber über die Batterie solltet ihr euch normalerweise keine Gedanken machen, die reicht definitiv aus. Was mir gerade auch noch mal einfällt zu dem Spotlight oder zu diesen LED-Flutern, also bin davon begeistert, werden uns nachher auch noch mal eine Aufnahme ansehen. Also die erzeugen ein richtig schönes Licht, was alles schön gleichmäßig beleuchtet. Das heißt, man hat nicht irgendwie so einen Spot irgendwo hin und alles andere wird so leicht dunkel, sondern man hat wirklich ein klares Bild über die kompletten 180 Grad. Hat mich sehr überzeugt, fand ich sehr gut, gefällt mir. Sollte man eingeschaltet lassen, wenn man die Möglichkeit hat, Licht zu erzeugen und wenn es keine Rolle spielt, ob die Kamera gesehen wird oder nicht. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt zuerst mal ein paar Aufnahmen an, die ich für euch in den letzten Tagen gemacht habe. Ein paar Tests über die Bewegungsaktivierung, wie das Ganze funktioniert und dann kommt mein Fazit. So, bevor ich die Videos abspiele bzw. das Ganze euch zeige, nochmal der Hinweis. Wichtig ist, dass ihr die Bitrate auf 4096 stellt und nicht auf die eingestellten 2128 oder was es war. Das ist relativ wichtig, das sieht man auch hier auf dem Bild. Also wenn das Bild so wie hier jetzt sich noch nicht bewegt, man nicht reingezoomt hat, sieht es relativ identisch aus. Aber sobald wir das Video starten, also unten ist die schlechtere Qualität und oben ist die besser eingestellte Qualität. Und sobald wir dort reinzoomen, sehen wir jetzt große Unterschiede. Also die Hose, das T-Shirt, das Ganze ist auf der linken Seite jetzt viel schärfer. Dort sind die 4096. Und auch wenn wir uns das Ganze mal als Standbild ansehen, sehen wir, was für ein großer Unterschied die Bitrate macht. Auch hier nochmal die Bilder übereinander gelegt. Es sind zwar nicht hundertprozentig die identischen Aufnahmen, aber man sieht es schön am Vorhang und links am Zaun, wie die Maschen sichtbar werden. Und sobald das schlechtere Bild eingeblendet wird, also die 2128 oder was das waren, sieht man, was ein großer Unterschied das in der Detailschärfe ausmacht. Also ganz wichtig, wenn ihr die Kamera kauft und euch das Ganze einstellt, dann solltet ihr darauf achten, dass ihr die 4096 als Bitrate auswählt. Die Dateigröße ändert sich von ungefähr 10 Megabyte auf 15 Megabyte für, ich glaube, 30-40 Sekunden waren das. Also der Größenunterschied ist wirklich zu vernachlässigen. Deswegen wichtig, stellt um. So, was dann natürlich auch noch eine Rolle spielt, ist, wie schnell löst die Kamera aus, wann beginnt die Aufnahme, wann kommt die Push-Benachrichtigung. Das hatte ich hier mal getestet, also ich laufe jetzt hier gleich neben dem Grill ins Bild hinein bzw. in den Bewegungsmelder. Dann einige Sekunden später beginnt die Aufnahme, ihr seht es ja unten, und dann circa 3 bis 4 Sekunden später, seht ihr es auf der linken Seite, kommt die Push-Benachrichtigung. Also unten ist die Aufzeichnung, nicht wundern, dass sie es jetzt in 2048 die Bitrate, also ein bisschen schlechter wie vorhin. Hier der gleiche Test nochmal, ich laufe ins Bild. Die Kamera erfasst mich, der Bewegungsmelder,
Und jetzt kommt die Push-Benachrichtigung unten auf der rechten Seite. Also ihr seht, das funktioniert alles recht gut und recht zuverlässig. Auch hier wieder leider ist die Bildqualität mit der schlechteren Auflösung, also mit den 2048. Seht die Aufnahme einfach nur als kleines Beispiel. Wie gesagt, die Bildqualität geht besser, wenn man es richtig einstellt. Dann, was auch noch eine Rolle spielt, ist, ob man sich das Live-Bild auf dem Handy ansieht oder die Aufzeichnung. Da gibt es auch noch Unterschiede. Das sieht man hier ganz schön. Also ich bin jetzt rechts hier im Bild, fange gleich an, mich zu bewegen, blende jetzt das Handy-Live-Bild ein. Hier sind die Balken, die ich euch vorhin erzählt habe. Und wenn ich jetzt umschalte auf die Videoaufzeichnung, dann sieht man auch hier wieder, wie sich das Bild verändert. Auch hier leider wieder die 2096 als Bitrate hatte ich vergessen einzustellen. Hier sieht man auch die Entfernung und wenn man durch das Bild läuft, beziehungsweise von einer Linse in die andere Linse, wie sich ja, das Ganze verhält. Also man kriegt es mit. Hier laufe ich noch mal ein bisschen, um zu gucken, wie gut ich verfolgt werde von der Kamera. Also man sieht, der Balken, der befindet sich relativ gut auf mir, verfolgt mich sehr gut. In der Aufzeichnung auf der SD-Karte ist es leider nicht zu sehen. So, ein bisschen anstrengend gewesen das Ganze. Nein, Quatsch. Aber ansonsten passt das. Auch hier wieder, ich laufe jetzt mal durch diesen Kamerawechsel, beziehungsweise bewege mich jetzt auf die Kamera zu. Und hier in der Mitte ist halt die Teilung zwischen den zwei Linsen. Also man sieht es ganz leicht, aber ich glaube, das ist nicht wirklich von Bedeutung. Und ich denke mal, Reolink hat das Ganze ganz gut gelöst. So, hier sehen wir zuerst mal eine Aufnahme mit meinem Handy bei Nacht. Also man sieht, es ist relativ dunkel im Garten. Man sieht ein bisschen die Lichter vom Pavillon. Hier ist ein bisschen Licht aus der Garage, ein bisschen den Mond oben links hat man auch gesehen. Also es ist nicht wirklich viel Licht. Jetzt schalte ich um. Hier unten sieht man jetzt das Bild der Reolink Argus 4. Es sieht fast so aus, als wäre es am Tag aufgenommen. Also die Farben sind recht gut zu erkennen. Es entsteht natürlich bei der Bewegung Ghosting, wenn man da durch die Gegend läuft. Das ist ganz klar, die Software schafft es nicht perfekt, das Ganze aufzuzeichnen. Aber es sieht doch recht beeindruckend aus. Dort befinde ich mich jetzt in ungefähr 10 Meter Entfernung, hier in ungefähr 6 Meter Entfernung. Und ja, sieht ein bisschen seltsam aus. Man könnte jetzt keine Gesichter erkennen, aber es würde doch durchaus reichen, um zu sehen, was da passiert ist. So, jetzt geht gleich die Garage, in der Garage das Licht aus. Da sieht man auch, wie sich das verhält. Es ist immer noch sehr hell. Es ist halt, wie gesagt, nur noch ein kleines Licht hinten im Hof an, aber ansonsten sieht das Ganze ganz gut aus. So, jetzt das Ganze nochmal ohne Garagenbeleuchtung. Also hinter mir ist jetzt wirklich alles aus. Man sieht wieder nur ein bisschen Beleuchtung, da vorne ein bisschen den Mond. Und ja, man sieht auch hier wieder relativ viel Ghosting. Aber die Farben sind dennoch relativ gut sichtbar. Oben links seht ihr ja, wie viel Licht noch einstrahlt. Also das war wirklich sehr, sehr wenig Licht und dennoch ist was zu erkennen. Auch hier wieder natürlich Gesichter kann man in der Entfernung wie jetzt von 10 Meter, da kann man nur noch die Person erahnen. Man sieht, was sie gemacht hat oder jetzt in 6 Meter Entfernung. Aber zu mehr ist das Bild eigentlich nicht zu gebrauchen, außer um zu sehen, dass irgendetwas passiert ist. Wenn man die Person kennt, könnte man sie identifizieren, aber wirklich fremde Leute damit identifizieren geht natürlich nicht. So, hier das Ganze nochmal um 12:30 Nacht. Auch hier wieder die Garage. Das Garagenlicht ist ein bisschen an. Es ist nicht wirklich viel Licht. Hier stößt die Kamera definitiv an ihre Grenzen. Man erkennt zwar noch ein bisschen Bewegung, aber wirklich viel ist da nicht mehr. Also der Körper war jetzt gerade fast gar nicht mehr sichtbar. Jetzt müsste gleich das Garagenlicht komplett ausgehen. Und ja, hier sieht man, also hier ist jetzt wirklich nicht mehr viel zu machen. Ohne Infrarotscheinwerfer oder ohne Hilfslicht geht hier gar nichts mehr, außer dass man hier ein bisschen was erkennt, wo ich mich im Licht befinde. Das Licht da in diesem Pavillon ist nicht wirklich sehr hell, ist ungefähr wie so ein paar Kerzen, aber hilft doch. So, hier das Ganze nochmal mit den LED-Flutlichtern oder mit den LED-Hilfslichtern. Auch hier entsteht natürlich wieder Ghosting und ja, Gesichter kann man hier das sind ungefähr 7 Meter Entfernung, kann man da nicht wirklich erkennen, aber dann sieht man wenigstens mal, was passiert ist. Also dafür hilft das.
So, kommen wir jetzt zu meinem Fazit. Also ich habe ja die Kamera, wie gesagt, jetzt 2-3 Tage ungefähr in Betrieb gehabt und habe alles Mögliche getestet, was in der Zeit halt möglich war. Habe den PIR-Sensor getestet, den Nachtsichtmodus, also den Farbnachtsichtmodus, dann geguckt, wie die Abdeckung ist dieser zwei Linsen, ob das mit diesen 180 Grad hinhaut. Also das passt ja soweit alles. Die Akkukapazität ist auch ganz ordentlich. Das Solarpanel liefert auch seinen Beitrag dafür, dass das Ganze hier nicht leer wird. Also ein paar Wochen sollte man damit auf jeden Fall durchkommen. Die Auflösung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es relativ schmal ist und sehr lang ist. Hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen weiter in die Höhe geht, aber bei mir in meinem Test hat es soweit alles gepackt. Muss man aber gucken, ob das für jeden Einsatzzweck das Richtige ist. Der PIR-Sensor und die Auslösezeit ist grandios, also gefällt mir richtig gut. Man kommt in den Sensor rein, also in den Erfassungsbereich des PIR-Sensors, und die Kamera löst keine 1-2 Sekunden später aus und zeichnet sofort auf. Das sieht man auch sehr gut in einem Video, was ich euch jetzt gleich nochmal einblende, ist, wo ein Auto auf der Straße hinter einem Haus hervorgefahren kommt und dann löst die Kamera sofort aus. Selbst bei solchen relativ hohen Geschwindigkeiten kriegt man doch noch so einiges mit. Also PIR-Sensor löst sehr schnell aus, bin ich sehr von begeistert. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass man diese Schnittkante, wo diese zwei Kameras bzw. diese zwei Objektive zusammengeschaltet werden, sehr klein ist. Also man sieht nicht wirklich viel davon. Man sieht es, wenn man genau hinschaut, aber das ist in den seltensten Fällen nötig, dass man so genau hinschaut, um das ausfindig zu machen. Also das wurde auch sehr gut gelöst, hat mir auch sehr gut gefallen. Kommen wir zum wichtigsten Feature, und das ist natürlich die Farbnachtsicht. Also bei der Farbnachsicht darf man definitiv keine Wunder erwarten. Wenn Licht da ist, so wie bei mir im Garten, so gegen 22:30 Uhr, 22:40 Uhr das Video, wenn ein bisschen Licht vom Mond da ist, noch ein bisschen Fremdlicht von irgendwo herkommt, ist die Farbnachsicht ganz gut. Man erkennt relativ viel. Man hat natürlich so ein bisschen Ghosting, hat man auch gesehen, aber im Grunde war das ganz gut. Dann gegen 12:30 hatte ich ja das nächste Mal getestet. Da war es wirklich sehr dunkel. Es war kein Restlicht mehr von irgendetwas da. Da hat man gesehen, da kam die Farbnachtsicht schon sehr stark an seine Grenzen. Man hat im Grunde nichts wirklich mehr gesehen. Also man braucht definitiv ein bisschen Licht. Wenn die Sichtverhältnisse so schlecht sind wie bei mir im Garten, dann muss man definitiv entweder mit dem Spotlight hier arbeiten oder man muss auf eine Kamera zurückgreifen, die Infrarot-LEDs an Bord hat. Aber im Großen und Ganzen hat mir das Ganze ganz gut gefallen. Die Unterscheidung zwischen Autos, Personen und Tieren hat auch sehr gut funktioniert, hatte ich auch getestet, also das hat auch ganz gut geklappt. Da blende ich euch gleich auch noch mal kurz was ein. Einziger kleiner Wermutstropfen, den es gibt, ist der Preis des Ganzen. Das Paket, so wie es hier zu sehen ist, kostet irgendwas um die 200 Euro, ist nicht gerade wenig, aber vermutlich doch gerechtfertigt. Also, falls euch die Kamera interessiert, dann guckt mal in die Videobeschreibung. Da gibt es auch noch mal einen kleinen Rabattcode für euch, den ich vom Hersteller bekommen habe. Ob das auf Dauer funktioniert, wird man sehen. Aber ansonsten, wie gesagt, guckt dahin. Da gibt es, wie gesagt, den Rabattcode. So könnt ihr mich und euch ein bisschen unterstützen. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Reolink Argus 4 Pro. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2 Meter entfernt von der Kamera, rede ganz normal. Ist ein bisschen windig, hoffe man hört was.